Hallo Freunde, wenn ihr in Evony schon mal eine gegnerische Burg angegriffen habt, dann werdet ihr folgendes Szenario gleich wiedererkennen. Also eine gegnerische Burg, sei es im Serverkrieg, im Kill-Event, eine Burg der arktischen Barbaren oder in irgendeinem der Schlachtfelder, dann werdet ihr das gleich hier wiedererkennen. Ihr habt euren Gegner im Visier. Ihr tippt den Angriff, bereitet den Angriff vor, wählt eure Truppen aus, eventuell das Waffenstillstandsabkommen beenden. Und dann geht das los, die Truppen marschieren und das zischt das und knallt dann da, auch wenn man es nicht hört, eine Zeit lang. Dann passiert eine Zeit lang gar nichts. Dann marschieren eure Truppen dann irgendwann zurück, hier mit dem Victory-Zeichen, und oben seht ihr kriegt eine Meldung, Angriffe gewonnen. Und dann kriegt ihr noch einen schönen Schlachtbericht mit Angriffe gewonnen oder möglicherweise auch mit Angriffen verloren. Diesen Schlachtbericht könnt ihr dann öffnen, dann seht ihr noch, was genau denn da, welche Truppenteile wie gelitten haben oder auch nicht. Ja, und das war's dann. Und hoffentlich habt ihr Angriffe gewonnen. Aber was ist denn genau da passiert in der Zeit, wenn diese Truppen darauf hinmarschieren und wenn in der Zeit lang nichts passiert? Und warum habt ihr den Angriff gewonnen? Hoffentlich. Oder vielleicht verloren. Und warum habt ihr den Angriff gewonnen, aber habt so und so viele Tote, so und so viele Verletzte, so und so viele Deserteure? Was ist denn da passiert? Was ist die Mathematik, die Mechanik hinter dieser Schlacht? Und darum soll es in diesem folgenden Video jetzt gehen. Ich habe das jetzt mal genannt, nicht nur dieses Video, die Kunst des Krieges. Das werden jetzt eine Reihe von Videos werden, weil die ganze Materie ist doch relativ komplex und nicht so ganz unkompliziert. Und das kann ich nicht alles in ein einziges Video packen und deswegen mal angefangen. Und hier Teil 1, das Schlachtfeld. Hier möchte ich euch also vorstellen, was ist eigentlich dieses Schlachtfeld, da wo eure Truppen sich mit den anderen getroffen haben. Wie sieht das aus? Wer trifft sich denn da mit wem? Wer haut da wem auf die Rübe? Und was sind die Folgen des Ganzen? Und vor allen Dingen dann hinterher die Schlussfolgerung ziehen, was könnt ihr, wenn ihr das schon wisst, was könnt ihr tun, damit ihr besser seid, damit ihr erfolgreichere Angriffe fahrt, die entweder, dass ihr mehr Angriffe gewinnt und dass ihr die Angriffe mit weniger teuren Folgen gewinnt. Das ist das Ziel dieses und der folgenden Videos. Dieses Video ist insoweit auch was Besonderes und die folgen dann auch etwas anders als die anderen. Das Ganze ist erstmal vereinfacht und es ist auch unvollständig. Also vereinfacht, damit das wirklich für jedermann verständlich wird, und unvollständig, das hat mit der Vereinfachung zu tun. Ich kann nicht ins erste Video alle Parameter, die in Frage kommen, hineinpacken, dann kommt keiner mehr mit und jedem platzt der Schädel. Also es sind auch Sachen hier im Moment noch weggelassen. Das Ganze ist auch nicht gesichert und teilweise eben auch etwas spekulativ. Das hat damit zu tun, dass diese ganze Maschinerie, diese ganzen Algorithmen, diese ganze Mechanik und Mathematik, die hinter diesen Schlachten steht, von Evony nicht dokumentiert und veröffentlicht ist. Niemand außerhalb des Evonys Invicta-Team weiß hundertprozentig sicher, was genau, wie, wo berechnet wird. Das wissen die nur selber. Ich habe jetzt versucht, hier möglichst viele Quellen zusammenzutragen und zu sichten und habe selber etliches ausprobiert und bin damit an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, das ist schon ziemlich sicher, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das so und so. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt, wo der eine oder andere das auch anders sieht oder andere Erfahrungen gemacht hat. Das kann durchaus sein. Ich bin auch für Hinweise dann dankbar. Aber wir sind an einem Punkt, wo man sagen kann, das wird ziemlich sicher so oder so ähnlich sein. Aber es ist eben nicht komplett gesichert. Das muss man sehen. Es ist nicht aus dem großen Evony-Handbuch und der Dokumentation für Evony-Benutzer. Und natürlich kann das passieren, dass es Änderungen gibt durch zukünftige Updates, dass Evony dort was verändert und da muss man das Video eben anpassen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die grundlegende Mechanik, die grundlegenden Algorithmen, die hinter dem, was wir jetzt uns angucken, stehen, nicht verändert werden. Aber eventuell muss man da, das hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, dann mal in der Zukunft nacharbeiten. Das ist jetzt der Stand hier von Ende Sommer 2023. Ja, das Schlachtfeld.
Das Schlachtfeld, da gucken wir mal drauf, und zwar gucken wir mal drauf, was ist das Schlachtfeld selber, wie sieht das aus, wo ist denn das Schlachtfeld, wie groß ist das Schlachtfeld, dann gucken wir mal die beteiligten Truppen an, also wer schlägt sich denn dort eigentlich mit wem, dann gucken wir mal die Truppenparameter an, das sind ja Dinge, die ihr schon sicherlich x-fach gesehen habt, aber was heißt das im Einzelnen und wie spielt das zusammen, die Parameter Angriff, Verteidigung, HP, Reichweite, Geschwindigkeit, die spielen in der Schlacht eine Rolle. Dann vergleichen wir mal die Truppen, wo hat welcher Truppenteil seine Stärken und seine Schwächen und damit man hinterher einen guten Angriff aufbauen kann. Dann gucken wir uns insbesondere mal die Parameter Geschwindigkeit und Reichweite an, die man meistens gar nicht so sehr im Fokus hat. Welche Rolle spielen die dann in der Schlacht? Und dann gucken wir mal an die Truppen und deren Gegner. Wen nimmt welche Truppe besonders gerne aus Korn und wen lässt die lieber eher ein bisschen auf der Seite? Gibt es da Prioritäten oder haut da jeden irgendwie nach Belieben auf den Helm? Und dann kommen wir fast zum guten Schluss hier, nämlich zur Schlussfolgerung. Und den Begriff Layer oder Schichten auf Deutsch hat vielleicht der eine oder andere schon von euch gehört. Das ist die Schlussfolgerung. Was heißt denn das Ganze? Wenn ich das jetzt alles kennengelernt habe, dann weiß ich, wie ich einen guten Marsch für eine Schlacht aufbauen kann. Und dazu gehören solche Layer, solche Schichten. Ihr werdet dann sehen, warum das so ist, warum das so unheimlich wichtig und wertvoll ist, um mehr Schlachten zu gewinnen oder um Schlachten zu gewinnen und weniger Verletzte und weniger Tote dabei zu haben. Also eine deutliche Verbesserung der Qualität in euren Schlachten, wenn ihr die bisher noch nicht benutzt habt, die Layer, oder vielleicht unvollständig oder nicht richtig aufgebaut habt, diese Layer. Die gucken wir uns also hier erstmal in den Grundlagen an. Da wird es in weiteren Videos noch detaillierter, auch mit Beispielen dahergehen, was diese Layer denn eigentlich so bewirken. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall hier schon mal als Schlussfolgerung an. Und dann gibt es am Ende noch einen Ausblick, wie es weitergeht, und zwar relativ bald schon. Ich habe es ja genannt, die Formel. Im nächsten Video kommt denn, ich zeige dir hier am Ende schon mal die eigentliche mathematische Formel, wo diese ganzen Parameter ineinander greifen. Wann wird eine Truppe verletzt, wann stirbt sie dann, wie ist die Mathematik dahinter. Das wird also hier in diesem Video jetzt behandelt werden. Ja, schauen wir uns also mal an das Schlachtfeld, und dieses Schlachtfeld, das sieht so aus, dass erstmal sich zwei Gegner gegenüberstehen, die Angreifer dort links und die Verteidiger dort rechts, die stehen sich mit ihren Truppen gegenüber. So, das tun sie erstmal am Rand des Schlachtfeldes, da stehen sie sich gegenüber, und was dann passiert, wenn sie sich gegenüberstehen, die wandern einfach aufeinander zu. Mit ihrer jeweiligen individuellen Geschwindigkeit wandern die aufeinander zu. Was hier nicht der Fall ist, und das glauben denn eben viele, also es wandern wirklich auch die Verteidiger, wandern auf die Angreifer zu. Da ist keine Mauer dazwischen. Wir haben ja, da kann man sagen, wieso, wir haben doch mal eine Stadtmauer. Aber diese Stadtmauer spielt in der Schlacht hier de facto fast keine Rolle. Da ist auch nicht so, dass die Verteidiger hinter der Stadtmauer sich verstecken und durch irgendwelche Ritzen gucken und die anderen müssten darüber klettern. Das ist nicht der Fall. Die wandern einfach aufeinander zu. Die Stadtmauer spielt hier keine große Rolle. Die hat insoweit eine Rolle. Ich habe hier ja eine Waffengattung, sage ich mal, im Moment hier auch noch weggelassen, nämlich die Fallen. Die Fallen, die haben nur die Verteidiger, und die Stadtmauer ist, ich sag mal etwas übertrieben, im Prinzip nichts weiter als der Container für die Fallen. Und die Fallen und wie sie wirken und was man mit denen machen kann, das kommt in einem getrennten Video. Aber hier ist es nicht so, dass jetzt die Angreifer über diese Mauer rüber müssten oder diese Mauer irgendwie überwinden müssten. Die wandern einfach aufeinander zu. Gibt ja noch einen weiteren Faktor in der Stadt, auch für die Verteidiger, sind die Bogenschutztürme. Die greifen schon etwas mehr in die Schlacht ein, aber das gucken wir uns dann auch getrennt an. Hier also erstmal von der Grundlage her, zwei Gegner wandern mit ihren Truppenteilen aufeinander zu. Gucken wir an, wie groß ist denn das Schlachtfeld? Wo wandern die denn eigentlich? Das Schlachtfeld ist so groß, die größte Reichweite von den beteiligten Truppen. Diese Truppen haben alle eine Reichweite. Wie weit entfernt können sie einen Gegner angreifen? Das ist ganz unterschiedlich bei den verschiedenen Truppen. Und die größte Reichweite, die eine von den beteiligten Truppen hat, plus 2 Entfernungseinheiten, das ist das Schlachtfeld. Also als Beispiel, die größte Reichweite hat jetzt hier von den
beiden beteiligten Truppen eine Belagerungswaffe mit 500 Einheiten, dann ist das Schlachtfeld 500 plus 2 gleich 502 Einheiten groß. Und da außerhalb stehen die Truppen aufgebaut. Die sind also am Anfang, bevor es losgeht, alle außerhalb des Schlachtfeldes. Keiner kann vorher irgendeinem anderen auf die Mütze hauen. Die stehen auch übrigens in der festen Reihenfolge, diese Truppen. Und zwar stehen die so, in der vorderster Front stehen die Bodentruppen, danach kommen die Reiter, dann kommen die Ferntruppen, also die Bogenschützen und ganz hinten an die Belagerungsmaschinen. Und das ist auf beiden Seiten so identisch. Dann schauen wir uns mal bevor wir dann in die Schlacht geht, die Truppen und vor allem ihre Parameter einmal an. Was zeichnet die Truppen, was können die denn so, was zeichnen sie aus und was können sie nicht so gut? Ich fange da mal mit den Belagerungsmaschinen an. Dieses hier könnt ihr ja jeweils selber aufrufen. Wenn ihr in Evony seid, braucht ihr nur in die jeweilige hier in die Werkstatt zu gehen, in die Kaserne, in die Reiterstelle, ins Bogenschützenlager und beim Level ja die einzelnen Waffen aussuchen und dann bekommt ihr ja hier die Waffen als Bild. Hier unten habt ihr dann auch immer so eine Übersicht, was kostet an Ressourcen die Produktion einer einzelnen Waffe. Und wenn ihr dann auf dieses Bild draufklickt, dann kriegt ihr hier weitere Informationen, und zwar hier Informationen über eben diese Parameter. Ich habe jetzt hier Level 13 Waffen ausgewählt, hier jetzt Level 13 Belagerungsmaschinen. So, und diese Parameter, die uns hier interessieren, Angriff, Abwehr, HP, Geschwindigkeit und Reichweite, hier noch weitere Parameter, Ladung, Pflege und Macht, die sind in Zahlenwerten ausgedrückt. Hier, ihr seht, einige der Zahlenwerte sind in grün. Das heißt, das sind nicht die Grundwerte für diese Waffe, sondern da sind schon Buffs drin, die sind schon erhöht. Und zwar sind die schon fix drin. Da kommen hinterher noch Buffs dazu durch Generäle und durch Ausrüstung Generäle. Die sind aber, jetzt habe ich ja noch gar keinen General hier irgendwie gewählt. Das sind Buffs, die schon drin sind, zum Beispiel durch Monarchentalente, durch Monarchenausrüstung oder durch Forschung. Dann sind das hier also schon erhöhte Werte durch Buffs. So, und dann, die sind in einem Zahlenwert ausgedrückt und hier, also Angriff, ich erläutere hier anhand der Belagerungsmaschinen einmal kurz, was die dann bedeuten. Also Angriff gibt die Stärke wieder, wie gut können die andere angreifen, wie gut können sie anderen Truppen des Gegners Verwundungen zufügen, wie gut können sie die beschädigen, wie stark sind sie da. Ich sage schon mal an der Stelle, dieses hier ist kein besonders, im Vergleich zu anderen Truppen, besonders toller Wert. Dann haben wir Abwehr, das Gegenteil eben, wie gut sind die Truppen quasi in der Selbstverteidigung, wie stabil sind die, wie schnell kann man die kaputt machen oder wie gut sind sie haltbar, wie schnell werden sie durch gegnerische oder wenig schnell werden sie durch gegnerische Angriffe attackiert. Auch das ist hier kein toller Wert hier bei der Abwehr der Belagerungsmaschine. Dann haben wir die HP. HP steht übrigens entweder für Health Points, Gesundheitspunkte, oder Hit Points, Trefferpunkte. Das ist so ein bisschen die Widerstandsfähigkeit. Wenn die angegriffen wird, die jeweilige Truppe oder das einzelne Element, dann wird er durch den ersten Angriff beschädigt. Wie schnell der beschädigt wird, hängt damit zusammen. Aber wie viele Beschädigungen brauche ich, damit diese Truppe dann komplett stirbt? Und da sind einige Truppen sehr widerstandsfähig, die muss ich ganz oft beschädigen, damit die stirbt. Und solange sie nicht gestorben ist, ist sie noch in der Schlacht aktiv. Und wenn der Wert niedrig ist, dann stirbt die nach weniger Angriffen dann schon und ist dann aus dem Spiel und ist tot. Das ist auch kein toller Wert hier übrigens an der Stelle. Dann haben wir die Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit, die wird einmal für euch auch sichtbar außerhalb des Schlachtfeldes, wenn ihr mit dieser Truppe irgendwo hinmarschiert zu einem Ressourcenfeld oder auch zur Schlacht selber oder zum Monster. Wie schnell bewegt die sich? Für uns ist das wichtig, die Geschwindigkeit innerhalb des Schlachtfeldes. Wie schnell bewegt diese Truppe sich innerhalb des Schlachtfeldes nach vorne? 75 ist da auch kein so ganz toller Wert. Und dann habe ich hier den Wert Reichweite. Reichweite sagt, wie weit kann die Truppe quasi schießen, wie weit kann sie entfernte Truppenteile beschädigen und bekämpfen. Und das hier ist ein super Wert. Also die Belagerungsmaschinen können sehr weit entfernte Truppenteile beschädigen, während die anderen noch gar nichts ausrichten können, weil noch keine Gegner in ihrer Reichweite sind. Die kann also sehr weit schießen, sage ich mal, und weit entfernte Truppenteile beschädigen.
Dann kommen hier noch 3 Parameter, die für die Schlacht nicht so wichtig sind. Das ist die Ladung. Ladung heißt, wie viele Ressourcen können die aufnehmen, wenn ihr mit denen Ressourcen sammeln geht. 150 hier oder 151 ist ein sehr, sehr guter Wert. Das sind echte LKWs, mit denen könnt ihr ganz viele Ressourcen, Erz, Holz, Nahrung und so weiter wegschaffen. Pflege hier, das ist der Teil, wie viel Einheiten Ressourcen, Nahrung pro Stunde drauf für die Pflege dieser Waffen. Ihr wisst, die ganzen Truppen verbrauchen dauernd was. Also eine Einheit verbraucht 8,64 pro Stunde Nahrung. Und Macht ist der Faktor, ist die Punktzahl, wie viel wird eure Monarchenmacht durch eine einzelne Einheit dieser Streitwagen erhöht. Ja, das sind jetzt also diese Streitwagen hier und ihr seht, ich habe das mal eingekringelt, die sind im Prinzip in fast allen Parametern nicht besonders toll, nur in der Reichweite, da sind sie überragend. Also sonst sind sie nicht besonders angriffsstark, nicht abwehrstark, aber sie können eben sehr, sehr weit entfernte Gegner angreifen. Und außerhalb des Schlachtfeldes sind sie auch noch eben sehr gut in der Beladung. Gucken wir uns mal den nächsten Truppenteil an, das sind die Ferntruppen, die Bogenschützen. Die Bogenschützen, hier auch wieder der Preis pro Einheit. Ich klicke hier einmal drauf und dann sehen wir wieder hier, die Bogenschützen haben also hier ihre Werte. Und da haben wir den Angriff, der ist etwas höher als bei den Belagerungswaffen, aber auch noch nicht so toll. Die Abwehr ist auch etwas höher, aber auch noch nicht so toll. Die HP ist auch höher, aber auch noch nicht so toll. Geschwindigkeit ist auch etwas höher, aber auch noch nicht so richtig toll. Die Reichweite ist schon ganz gut. Die ist nicht so hoch wie bei der Belagerungsmaschine, aber mit 500 ist die im Prinzip an zweiter Stelle. Und das ist auch so nicht der Top-Wert, aber deren herausragendes Prädikat ist die Reichweite. Die können also weiter entfernte Truppen angreifen. Die sind also nirgendwo so richtig spitze, gehen aber so in den meisten Sachen so eher im hinteren Feld durch, aber bei der Reichweite, da sind sie dann wirklich gut. Dann gucken wir uns mal den dritten Truppenteil an, die Reiter. Die Reiter, hier wieder die Kosten. Ich klicke hier einmal drauf. Und dann haben wir hier jetzt die Level 13 Reiter. Und da seht ihr jetzt, da tut sich schon was. Die sind im Angriff, sind die richtig gut. Eine doppelt so hohe Zahl zum Beispiel jetzt wie bei den Bogenschützen, mehr als doppelt so hoch. Die sind also wesentlich angriffsstärker, können wesentlich intensiver Schäden an den anderen Truppenteilen generieren. Sind in der Abwehr auch höher, nicht ganz so toll, aber sind auf jeden Fall höher als alles, was wir bisher gesehen haben. Und in der HP, also in der Widerstandsfähigkeit, sind sie auch sehr, sehr gut, ziemlich gut, können also einiges wegstecken, die Reiter. Geschwindigkeit, da sind sie top, top of the pops. Keiner geht so schnell durchs Schlachtfeld wie die Reiter, klar, die sitzen ja auch auf dem Pferd und gehen nicht zu Fuß. In der Reichweite, da sind sie aber schlecht, also die müssen ihren Feind schon unmittelbar vor der Linse haben. Die können nicht sehr weit entfernte Feinde angreifen. Ladung ist auch okay, aber das interessiert uns ja hier nicht so. Die sind also wirklich sehr, sehr gut. Da sind sie die Spitze beim Angriff, sind die angriffsstärkste Truppe und die sind eben auch sehr, sehr gut, sind die schnellste Truppe, was die Geschwindigkeit angeht. Sind also die Reitertruppen. Und dann haben wir hier zum guten Schluss die Bodentruppen. Die Bodentruppen, klick hier dann auch einmal drauf. Da sieht man, die sind beim Angriff, das ist nicht so dolle. Das ist ja eher so wie die Schützen oder sogar wie die Belagerungsmaschinen, also keine so dollen Wert. Aber hier die Abwehr. Da sind sie die stärksten, also der absolut höchste Wert. Bevor man so einen Bogenkrieger, so einen Ground Troop klein kriegt, da muss man schon ordentlich draufhauen. Der ist also richtig gut in der Abwehr. Und sie sind auch die Besten in der HP, in der Widerstandsfähigkeit. Das heißt, selbst wenn ich den jetzt mal beschädige, muss ich das sehr oft tun, bis der dann endlich mal stirbt. Das sind also echte Panzer. Abwehrpanzer. Die sind zwar im Angriff nicht so toll, aber in der Abwehr sind das echte Panzer. Ich finde ganz erstaunlich, die sind relativ schnell. Die sind die zweitschnellsten Truppen, obwohl die zu Fuß sind, so stark mit Ausrüstung behangen sind die aber relativ schnell auch auf dem Schlachtfeld unterwegs. Haben aber auch eine geringe Reichweite, müssen also schnell dann zusammen mit den Reitern zu ihren Zielen dann hinlaufen, sind aber, wie gesagt, echte Abwehrbollwerke. Das ist also die Betrachtung der Bodentruppen hier, also Abwehr und HP. Das geht auch so immer so ein bisschen Hand in Hand, Abwehr und HP. Da sind sie richtig gut. Ich habe jetzt mal so einen Vergleich gemacht über die verschiedenen Angriffsarten
über die verschiedenen Parameter und so einen Vergleich gemacht. Immer von links nach rechts, hier sind die Schwächsten oder die Stärksten. Also beim Angriff sind die Schwächsten die Belagerungsmaschinen, dann kommen die Bodentruppen, dann kommen die Ferntruppen und dann kommen die Reiter. Die Reiter sind die stärksten Angreifer. Bei der Abwehr sieht es ähnlich, aber nicht ganz so aus. Also ganz am hinteren Ende wieder die Belagerungsmaschinen. Dann kommen aber bei der Abwehr die Bogenschützen. Die sind also dort etwas schwächer, die kann man leichter beschädigen. Dann kommen die Reiter und wie man schon gesehen hat, die Könige der Abwehr, das sind die Bodentruppen, unsere Panzer. Da sind sie stärker auch noch als die Reiter. Dann kommt die Widerstandsfähigkeit, die HP, auch hier gleiches Bild. Die Belagerungsmaschinen sind die schwächsten denn da. Dann auch wieder die Bogenschützen, widerstandsfähig sind die auch nicht so doll. Dann kommen wiederum die Reiter, die sind schon ziemlich gut abwehrfähig. Man sieht ja auch die Unterschiede hier. Also die HP hier bei den Belagerungsmaschinen 6000, das ist schon fast das Dreifache hier bei den Bogenschützen. Das ist dann fast auch nochmal wieder das Doppelte von den Bogenschützen zu den Reitern. Und die haben wiederum, packen nochmal ordentlich was drauf in der HP. Die sind also sehr widerstandsfähig, die Bodentruppen. So sieht es bei der HP aus. Dann haben wir die Geschwindigkeit und auch hier am unteren Ende die Belagerungsmaschinen. Diese Dinger bewegen sich nicht schnell. Dann die Bogenschützen auch nicht sehr schnell. Die sollen ja auch zielen und nicht doll rumlaufen. Dann kommen aber schon mit relativ großem Abstand, das ist schon das 3,5-fache von den Bogenschützen, kommen die Bodentruppen und am schnellsten hier in der Geschwindigkeit die Reiter. So sehen die Truppen also dann im Vergleich der Parameter aus. Und jetzt kommt noch die Reichweite. Und da kehrt sich das auf einmal schlagartig um, das Bild. Da ist nämlich Top of the Pops bei der Reichweite sind die Belagerungsmaschinen. Die sind ganz weit vorne. Die haben die mit Abstand weiteste. Ihr seht ja 2100 hier in dem Fall. Also das Vierfache von dem, was so ein Bogenschütze als Reichweite hat. Und der hat wiederum das Zehnfache von dem, was ein Reiter oder eine Bodentruppe als Reichweite hat. Die sind also wirklich hier gut für die Ferne geeignet und die müssen den Gegner direkt vor der Flinte haben, sind aber dafür schneller auch dran. So, wie sieht jetzt also so eine Schlacht aus? Jetzt haben wir also unsere Truppen, Angreifer und Verteidiger. Die stellen sich jetzt also hier alle auf beiden Seiten des Schlachtfeldes und jeder hat jetzt ja so seine Reichweite. Alle sind sie im Moment noch außerhalb des Schlachtfeldes. Das ist so die angedeutete Reichweite. Übrigens, kleiner grafischer Fehler von mir, die Reichweite von Reitern und Bodentruppen ist gleich weit. Also diese Bögen sollen ja die Reichweite andeuten. Die hätten gleich groß sein müssen. Das war ein kleiner Fehler von mir. Habe ich jetzt nicht korrigiert. Macht aber auch jetzt nicht. So, jetzt stehen die denn da und dann fangen die sich an in mehreren Etappen. Und man denkt gar nicht, dass es so viele Etappen sind, weil das ja doch relativ schnell geht, so ein Angriff. Aber die bewegen sich aufeinander zu. So, bewegen sich aufeinander zu. Und jetzt sind schlagartig bestimmte Truppen innerhalb der Reichweite von einigen der anderen Truppen. Und die können sie jetzt attackieren. Und das tun sie dann auch. Und dann bewegen sie sich wieder aufeinander zu. Und jetzt sind noch mehr Truppen in der Reichweite von anderen Truppen. Und dann attackieren sie sich wieder. Das heißt, es ist nicht einmal ein einziger Angriff. Das wäre übrigens bei Monstern so. Da geht es nur eine Angriffswelle und fertig. Sondern hier, die bewegen sich aufeinander in mehreren Abschnitten zu. Und jedes Mal findet so ein Austausch der Angriffe und Verteidigungen und Gegenangriffe dann statt. Und wie man jetzt sieht, jetzt sind ja schon hier bei den Belagerungsmaschinen fast alle Truppenteile von den anderen sind komplett in der Reichweite und auch von den Ferntruppen und selbst bei den Reitern und bei den Bodentruppen können die fast alle erreichen und greifen jetzt die anderen an. Und was dann auch passiert, durch die Angriffe werden dann welche dezimiert und verschwinden. Da sind also welche totgegangen. Und jetzt hier hat es den Angreifer doll erwischt. Hier sind noch 3 Verteidiger über und der Angreifer ist mit seinen Reitern noch da und kann noch weiter angreifen und versuchen, was zu richten. Die Frage ist hier aber dabei, wer hat jetzt eigentlich wen angegriffen? Greift da jeder an, wenn er Lust hat? Haut sich da jeder gegenseitig auf die Rübe? Oder gibt es da irgendwelche Regeln? Und wenn ich das schon so frage, ja, die gibt es. Und das gucken wir uns dann einmal an. Da gibt es nämlich unterschiedliche Prioritäten. Und das ist ganz wichtig für das, was wir nachher daraus nehmen, wie baue ich meinen Angriff auf.
Prioritäten Teil 1. Und das erste, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist dieses, ich habe hier jetzt auch nur 3 Truppengattungen, nämlich die Ferntruppen, die Reiter und die Bodentruppen. Dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip. Ähm, Das könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr auf die jeweilige, auf den Stall, auf die Kaserne oder auf das Bodenschützenlager geht. Da sind die Truppen noch beschrieben. Und da steht drin zum Beispiel, dass die Ferntruppen einen Vorteil gegenüber Reitertruppen haben. Also Ferntruppe schlägt Reitertruppe, ich sage mal, bei gleicher Anzahl und bei gleichem Level. Ist die Ferntruppe aber deutlich, schlagen die Reitertruppen. Da sind sie besser. Ferntruppen haben einen Vorteil gegenüber Reitertruppen. Reitertruppen wiederum haben einen Vorteil gegenüber Bodentruppen. Die schlagen bei gleichem Level und bei gleicher Anzahl immer die Bodentruppen. Da haben die einen deutlichen Vorteil. Vielleicht habt ihr jetzt auch schon mal, wenn ihr die Pans gejagt habt im Event, denn da gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Pans und da wird ja auch immer empfohlen, mit welcher Truppe ihr da rangehen sollt. Das ist das gleiche Prinzip. Und dann haben wir die Bodentruppen. Die Bodentruppen haben also einen Vorteil gegenüber den Ferntruppen. So hat jeder einen Vorteil gegenüber einer anderen Truppenart und hat einen Nachteil gegenüber eben einer anderen Truppenart. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass es da diese Prioritäten gibt. Und daraus entwickelt sich jetzt Folgendes. Also Truppen werden immer, können und werden andere Truppen attackieren, sofern sie sich innerhalb ihrer Reichweite befinden. Das werden sie tun. Aber es gibt da Prioritäten. Und zwar werden Truppen zunächst die Gegnertruppen attackieren, gegen die sie einen Vorteil haben. Also die Bogenschützen werden zuerst die Reiter attackieren, die Reiter zuerst die Bodentruppen und die Bodentruppen zuerst die Bogenschützen. Macht ja auch Sinn, denn da haben sie die größten Erfolgsaussichten. Die werden sie immer zuerst attackieren. Dabei werden sie die Truppen zunächst die Gegnertruppen attackieren, die ihr Level haben. Also ich habe einen Level 12 Reiter, der wird zuerst auch gucken, ob er Level 12 Bodentruppen findet und die zuerst attackieren und dann die anderen Truppen seiner Priorität entsprechend mit anderen Level von oben nach unten, also das höchste Level beginnt und dann nach unten, jeweils natürlich innerhalb ihrer Reichweite. Und wenn es keine entsprechenden Prioritätstruppen mehr gibt, dann werden sie andere Truppen attackieren, also nicht ihre Favorites und auch erstmal von ihrem Level und dann top-down. In welcher Reihenfolge sie die anderen Truppen attackieren, werden wir gleich in der nächsten Grafik einmal sehen. Ja, und als Konsequenz im Prinzip dessen, was wir eben gesehen haben, ergeben sich diese folgenden Prioritäten oder kann man sehen, welche Truppe wird wie agieren. Die Bogenschützen werden keine anderen Truppen angreifen, bis alle Level aller Reitertruppen eliminiert sind, weil das ist ihr Favorite-Gegner und da sind sie auch besonders stark. Die Reitertruppen werden keine anderen Truppen angreifen, bis alle Level aller Bodentruppen eliminiert sind. Und die Belagerungsmaschinen greifen immer zuerst die gegnerischen Belagerungsmaschinen an, danach die anderen, die in die Ferne gehen, nämlich die Bogenschützen. Und die Bodentruppen greifen zuerst Bogenschützen und Belagerungsmaschinen an, sobald diese in Reichweite sind. Und werden auch keine anderen Truppen angreifen, solange bis sie diese alle eliminiert haben. Da haben wir also schon mal einen sehr guten Hinweis, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe euch hier mal eine Übersicht gemacht über die Prioritäten, wer greift wen wie an. Ihr seht das denn ja. Also die Belagerungsmaschinen werden zunächst Belagerungsmaschinen angreifen, dann Ferntruppen, dann die anderen. Ferntruppen werden zuerst Reiter angreifen, dann Ferntruppen und dann die anderen und so weiter. Ihr seht ja, wer greift wen so an. Und das gibt einem ja schon eine ganze Menge Anhaltspunkte, wie das Ganze vonstatten gehen wird. So, und wenn wir das jetzt alles haben, die Truppen greifen an nach ihrer Priorität, wo sind sie besonders gut, und greifen dann an nach Layern, so wie wir es eben gesehen haben, dann kommen wir zu der Schlussfolgerung, nämlich den eben erwähnten Layern. Layer, was sollen denn Layer dann nun sein? Layer sind beim Aufbau des Marsches unterschiedliche Level der gleichen Truppe. Also ich schicke nicht komplett nur Level 13 Reiter in den Angriff. Das wird also dann ziemlich teuer werden oder sogar in die Hose gehen, sondern ich schicke auch Reiter aller anderen darunter liegenden Level
ähm, in den Angriff. Und das mache ich auch für die anderen Truppengattungen. Also entweder für alle, ich habe dann meine Voreinstellung, wo das so drin ist, oder ich passe das eventuell noch an die Aufstellung des Feindes an, dass ich da nur die Layer für die korrespondieren, da wo ich sie brauche, je nachdem, was der Feind dann hat, wenn ich dann auch die Zeit dafür habe. Sonst habe ich auf jeden Fall Voreinstellungen, die mit entsprechenden Layern aus allen Truppengattungen dann arbeiten. Die Layer sind ebenso wichtig als Folge der soeben geschilderten Prioritäten der Truppenangriffe. Ich zeige euch mal, wie es bei mir dann aussieht. Das ist so ein Beispiel für so eine Voreinstellung. Ihr seht also, den Angriff sollen hier hauptsächlich die Level 13 Reiter fahren. Das sind die nachher den eigentlichen Sieg bringen sollen. Aber damit die durchkommen, damit das alles funktioniert, habe ich von allen Truppengattungen, von allen Leveln welche dabei. Und ihr seht auch, was sagen. Das müssen nicht große Mengen sein. Hier hab ich 750.000 von denen. Von den anderen sind das immer, hier habe ich gerade so um 900. Das müssen noch nicht mal 900 sein. Das können je nach Größe eures Marsches auch nur 100 sein oder 50. Ähm, Das ist nicht so ganz entscheidend, wie groß die sind, hängt natürlich auch vom Feind ab, sondern Hauptsache, sie sind da. Denn was ist der Grund für die Layer und was ist die Schlussfolgerung? Das ist ja das Entscheidende. Wenn ich keine Layer habe, dann konzentrieren sich alle Truppen des Feindes auf die Bekämpfung meiner Truppen, die da reinkommen. Also wenn ich nur Level 13 Reiter da jetzt reinschicke, die Burg angreifen sollen, weil die sind ja sehr mächtig und haben einen guten Angriff, dann werden aber alle Truppen des Gegners, weil sie finden ja keine anderen Ziele, sie finden nur meine Level 13 Reiter, werden sich alle Truppen auf die Level 13 Reiter stürzen und die entsprechend beschädigen, töten und möglicherweise komme ich dann gar nicht ganz durch. Wenn die anderen Truppen aber anderweitig beschäftigt sind, weil sie nämlich entsprechend ihrer Prioritäten die anderen Level und die anderen Truppengattungen angreifen, dann sind die erstmal aus dem Geschäft. Meine Reiter, gerade bei den Reitern, die sind ja auch schnell durch, die können weiter marschieren. Die anderen Truppen lenken quasi große Teile der feindlichen Defensive ab, beschäftigen die und meine Haupttruppe, meine Speerspitze quasi, kann durchdringen und den Angriff zu Ende bringen. So sorgen also die Layer dafür, dass sich nicht alle Truppen des Feindes auf meine eigentlichen Gewinnbringer konzentrieren. Und das macht Lea so wertvoll und vor allen Dingen auch so wichtig, wenn ich erfolgreiche Angriffe fahren will. Wir werden das in einem späteren Video nochmal ausführlicher sehen. Da kann man noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Aber entscheidend ist, und ihr seht ja, wie sowas dann aussehen kann, wenn ihr andere Burgen angreift, arbeitet mit Layern, also auch für die arktischen Barbaren, aber auch im Schlachtfeld oder wie auch immer, arbeitet mit Layern und ihr werdet viel erfolgreichere Angriffe fahren. Das ist die Konsequenz aus diesen Prioritäten im Angriff. So, und zum guten Schluss dann nochmal der Ausblick fürs nächste Video. Das wird gar nicht so lange dauern. Ich habe das nur mal schon mal zum Anfüttern gemacht, die Formel. Das hier, ich erläutere das hier nicht, kommt ja im nächsten Video. Das ist die Formel, wie eigentlich diese ganzen Werte, die wir vorhin gesehen haben, die Anzahl der Truppen, Angriff, Verteidigung, Health Points und so weiter, wie die eigentlich miteinander agieren und wie sich dann eigentlich berechnet, wer wird verletzt, wer wird getötet, wie viel muss ich dann eigentlich machen, um einen zu töten. Das ist eigentlich die Goldformel, um auszurechnen, wie wird so ein Angriff hinterher ausgehen. Und das und einiges mehr kommt dann im nächsten Video. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel zugemutet, aber eine wichtige Sache, wenn ihr erfolgreich in Evony agieren wollt. Insoweit wünsche ich euch viel Spaß mit Evony, erfolgreiches Wachsen und erfolgreiche Schlachten, die ihr schlagen könnt. Bis dann!